3, 2. Hallo West Wing, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch heute meine Wohnung. Kommt doch mit rein. Ich bin Marie, ich arbeite als Projektmanagerin bei einem sehr großen Süßwarenhersteller und lebe gemeinsam mit meinem Freund hier in dieser wunderschönen Altbauwohnung in Sendling. Hier in dieser wunderschönen Altbauwohnung. Entschuldigung, machen wir das Ganze nochmal. Wir sind hier in einem sehr alten Haus mitten in Sendling. Das Haus ist Baujahr 1910 und was mir besonders gut gefällt, ist unter anderem der Fischgrätenparkett, aber auch die wirklich sehr hohen Wände hier. Das Wohnzimmer haben wir in zwei Bereiche gegliedert. Einmal den Essbereich und dann natürlich den Wohnbereich mit Sofa und Fernseher und auch unseren kleinen Kunstwerken hier oben. Meinen Einrichtungsstil würde ich bezeichnen als klassisch und reduziert. Ich investiere auch gerne in Designstücke, wobei mir hier sehr wichtig ist, dass es immer gemütlich bleibt. Meine Persönlichkeit spiegelt sich auch in meinem Einrichtungsstil wider. Ich bin sehr ordentlich und pragmatisch. Es hat alles seinen Platz und ist stets aufgeräumt, auch wenn West Wing gerade nicht hier ist. Ich bin aber auch ein sehr humorvoller Mensch und das sieht man zum Beispiel an unserer Bilderwand. Wir haben einen sehr bunten Kunstmix hier hängen. Neben echten Künstlern hängt auch unsere selbst kreierte Kunst, wie zum Beispiel diese Geldscheinwerke hier. Die nennt mein Freund kapitalistische Kunst. Und hier ein Werk aus recycelten Kaffeekapseln, wo wir uns dachten, wir schenken den Kapseln ein zweites Leben. Wir sind jetzt hier im Badezimmer angekommen. Dadurch, dass das Haus sehr alt ist, waren es früher zwei Räume, ein Waschraum und eine Toilette. Doch zum Glück, bevor wir eingezogen sind, wurde hier kernsaniert und jetzt ist es ein großes, helles Badezimmer mit zwei Fenstern, was wir sehr zu schätzen wissen. Und jetzt zeige ich euch mein Schlafzimmer. Hier sind wir im Schlafzimmer. Wir haben das Ganze im Gegensatz zum Wohnzimmer, was ja eher beige und hell war, eher dunkler gehalten mit dem schwarzen Kleiderschrank, dem dunklen Bett hinter mir. Und hier haben wir unseren Arbeitsplatz integriert, auch eher natürlich in dunkel gehalten, damit es in den ganzen Raum hier besser reinpasst und irgendwie harmonischer wirkt. Wir haben aber stark darauf geachtet, das vom Schlafbereich abzugrenzen, und zwar indem wir hier mit dem Teppich zwei Wohninseln geschaffen haben. Wir haben uns hier vorwiegend für schwarze Möbel entschieden, weil das einfach mehr Ruhe ausstrahlt, es macht den Raum gemütlicher. Ich hatte davor auch einen weißen Kleiderschrank und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir auf schwarz gewechselt sind. Das schaut nämlich gerade auch mit diesen Glastüren viel edler aus. Und auch beim Schreibtisch sieht man gut, dass quasi diese Einheit aus schwarzem Tisch und schwarzem Bildschirm ruhiger ausschaut, ordentlicher, als wenn man quasi so einen harten Kontrast dann hat zwischen weißem Schreibtisch und schwarzem, massiven Bildschirm. Und wie ihr hier seht, auch unser Bett ist in dunkel gehalten. Und obwohl das ein relativ massives Boxspringbett ist, trägt es nicht zu sehr auf die dunkle Farbe und fügt sich eigentlich sehr, sehr gut hier in den Raum ein. Und das Einzige, was mich hier im Raum ein wenig stört, ist diese Lampe. Ich finde, die passt nicht so gut in das ganze Konzept hier rein und deshalb wird das mein nächstes Projekt, hier was Passendes zu finden. Und jetzt kommt mit in den letzten Raum die Küche. Hier verbringen wir sehr viel Zeit, denn wir kochen sehr gerne und sehr viel. Haben auch sehr oft Besuch hier, die wir dann gerne bekochen, vor allem italienisch, mit selbstgemachter Pizza, Pasta, Aperitivo und Spritz. Durch die Dachschrägen haben wir nicht so viele Oberschränke.
Deshalb haben wir das Ganze so gelöst, dass wir Regale angebracht haben. Da diese aber offen sind, war mir super wichtig, dass wir natürlich weiterhin ordentlich aufgeräumt sind. Deshalb habe ich die ganzen Gewürze zum Beispiel umgefüllt in kleine Gläschen und die alle beschriftet. Und dadurch, dass hier auch nicht so viele Arbeitsflächen sind, haben wir uns gegen einen Küchentisch und für eine Kücheninsel entschieden. Die ist bei uns vor allem so hingestellt, dass man von vorne ist sie geschlossen und man sieht nichts und hinten ist sie ein wahres Platzwunder. Und die Kücheninsel mag ich wirklich extrem gerne. Sie ist halt sehr groß, ist super praktisch und dadurch, dass wir die Regale so abschließend mit der Kücheninsel angeordnet haben, wirkt das Ganze sehr, sehr ordentlich und harmonisch. Wir haben hier typischerweise unser Mittagessen und um eine Pause vom Homeoffice einzulegen, dann auch meistens um 15 Uhr hier Kaffee und Kuchen. Und weil wir hier in der Großstadt sind und wir leider keinen Balkon haben, aber trotzdem frische Kräuter super wichtig sind für die Küche, haben wir uns dieses Teil hier zugelegt. Und zwar ist es eine Kräuterzuchtstelle, die mithilfe von Kapseln, gewissen Nährstoffen und Wasser und der automatischen Beleuchtung Pflanzen heranzieht und sie wachsen lässt. Ich glaube, in 30 Tagen gibt es das erste Basilikum hier raus. Das Einzige, was mich daran stört, ist das pinke Licht. Das passt halt hier so überhaupt nicht rein in die Küche, die auch eher schlicht und weiß und ordentlich ist. Das ist allerdings relevant für das Pflanzenwachstum. Und falls auch ihr Lust habt auf eure eigene Westwing Home Story, dann bewerbt euch unter der unten eingeblendeten Adresse. Westwing freut sich auf euch. Das war's auch schon mit meiner Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's es gut!